Alle müssen mit. Die Hühner im Körbchen, die Kühe auf dem Anhänger. Und dann die ganze Technik. Also gefühlt sind wir seit einem halben Jahr am Umziehen und alle fragen immer, ja, sollen wir euch denn noch helfen dann irgendwie, wenn der LKW kommt? Ja, welchen LKW meint ihr denn jetzt? Den mit unserem Hausstand oder den mit den Kühen oder mit dem Melkstand, mit den Hühnern, mit den Schweinen? Ein Bauernhof zieht um. Neustart für Biobäuerin Franziska. Ja, ist total aufregend. Man steht halt einfach die ganze Zeit da und fragt sich, klappt das jetzt alles? Funktioniert das? Habe ich an alles gedacht? Bin ich noch im Zeitplan? Dann passiert wieder irgendwas, womit man nicht gerechnet hat. Nein. Ich glaube, ich muss dem Gregor mal helfen. Es rappelt da. Wen hast du denn da? Ludwig und Clara. Oh Gott. Geht's so viel? Alle anderen waren schon mal irgendwo. Erste Reise und das mit 10 Jahren. Wer ist stärker, Gregor? Nee, immer die Kuh. Weil die hat hinten auch noch so einen Mechanismus, da kommt dann was raus. Wie aufregend ist das jetzt für dich? Ziemlich. Nee, es ist halt, Kühe sind immer was Emotionales. Das ist halt einfach das Herz des Hofes. Und das verpflanzen wir gerade. Von Nordrhein-Westfalen nach Hessen. In 6 Tagen müssen Franziska und Gregor hier raus sein. Der Pachtvertrag läuft aus. Es gibt Tage, da heulst du, es gibt Tage, da lachst du und es gibt Tage, da weißt du halt nicht, wie es weitergeht. Man darf halt nicht aufgeben. Ich bin zu sehr Herzblutbauer und Franziska ist zu sehr Herzblutbäuerin, um halt jetzt zu sagen, nee, also wir hören jetzt auf. Und wir sind auch nicht in dem Alter, wo wir sagen müssen, so, nee, jetzt vielleicht ein bisschen LKW fahren, ein bisschen im Büro sitzen, das ist das, was wir wollen. Wir wollen raus, wir wollen was bewegen. Es war ja immer irgendwie unsere große Angst, ja, vielleicht hört es einfach ganz auf, vielleicht müssen die Kühe alle weg und wir verkaufen die oder die gehen zum Schlachten oder keine Ahnung was. Und das war es dann irgendwie mit dem schönen Traum von der eigenen Landwirtschaft. Let me take you far away from here, where all the lights are turning and we are dressed like we are never going back. In Franziskas Heimat wagen sie den Neustart. In Gilsa in Nordhessen leben 350 Menschen. Jetzt sollen hier fast 200 Tiere einziehen. Gänse, Hühner, Kühe und Schweine. Direkt neben den neuen Nachbarn. Franziskas Bauernhof mitten im Dorf. Traum oder Albtraum? Jetzt fallen wir ein. Insgesamt sind jetzt 3 Hähne da, aber die haben ja auch genügend Hennen. Und die Nachbarn freuen sich. 3 neue Hähne in Gilsa. Bleibt zu hoffen, dass die nicht bald im Suppentopf landen müssen. Im alten Gasthaus wohnen Franziska und Gregor noch mit der Einrichtung aus den 60ern. Das Haus stand lange leer und soll jetzt renoviert werden. Normalerweise räumt man ja Räume aus und schiebt erstmal die Möbel raus, aber wir haben gar keinen Platz mehr, um Möbel irgendwo hinzustellen. Deshalb müssen wir jetzt hier improvisieren. Man kann auch einfach alle Möbel in die Mitte stellen, plane drüber und das funktioniert dann auch ganz wunderbar. Zumindest in meiner Vorstellung. 2 Kinder aus Gregors erster Ehe und seine Mutter sollen nachkommen, sobald die ersten Zimmer fertig sind. Es geht immer von Raum zu Raum und was halt so Priorität hat. Also das ist so unser Schlafzimmer eigentlich. Tilpe. Ja, ist los. Ja. Gerade befindet sich noch alles in Bananenkartons und das ist sehr unbefriedigend. Ich habe die jetzt alle schon ungefähr 10-mal geöffnet, ohne das zu finden, was ich suche. So, wo ist denn das Klebeband? Auch die ehemalige Dorfkneipe im Erdgeschoss versinkt im Chaos. Bist du denn da noch im Überblick? Ja, das Büro ist halt auch irgendwie sortiert in, brauche ich bestimmt erst wieder in 2 Jahren. Und dann stehe ich hier und der Bananenkarton mit Januar 2017 ist verschwunden. Ja, genau. Tölpel, ich finde dich hier nicht wieder.
Der alte Tanzsaal der Dorfkneipe ist Möbellager. Hier sind bestimmt auch Sachen drin, die noch auf dem Sperrmüll landen. Aber erstmal haben wir einfach alles mitgenommen. Und viele Sachen stehen auch gerade hier drin, weil es schon ein Problem war, die überhaupt durch die Tür zu bekommen. Weil wir befinden uns halt nicht mehr in Westfalen, sondern in Nordhessen. Und da sind die Türöffnungen teilweise eben auch ein bisschen kleiner. Gegenüber wohnen Franziskas Eltern, neben dem eigenen Landcafé. Hier arbeitete Franziska schon mit, als sie noch in NRW wohnte. Immer am Wochenende. Ein Pott Kaffee, ein Milchkaffee und eine Schwarzwälder Kirschtorte, bitte. Die vergangenen 5 Jahre ist Franziska gependelt, zwischen dem Pachtbetrieb in Westfalen und dem kleinen Bauernhof ihrer Familie in Nordhessen. Eine Handvoll Hühner und Ferkel im Dorf waren bisher kein Problem. Aber jetzt? Was werden die Nachbarn von noch mehr Tieren halten? Ich hoffe einfach sehr, dass wir da die nötige Akzeptanz entgegengebracht bekommen und einfach auch mit den Menschen ins Gespräch kommen können darüber, wenn hier mal eine Kuh brüllt und ihr Kalb vermisst. Ein paar Kühe aus Westfalen müssen noch verladen werden. Gregors Mutter kommt auch mit nach Nordhessen, damit sie sich wie bisher um die Kinder und das Mittagessen kümmern kann. Ihr fällt der Abschied schwer. Ich habe sie mitgeholt. Jetzt gehen sie auch mit mir wieder weg. Aber es ist komisch. Man muss positiv denken. Eleonores Matratze hat Franziska schon eingepackt. Und dazwischen ganz viel Chaos. Also ich fühle mich gerade auch ein bisschen wie so ein Messi. Aber auch das wird sich vielleicht wieder verändern. Was heute passiert ist, das passiert irgendwie normalerweise in einer Woche. Ich war heute Morgen auf dem Markt, weil der Alltag muss halt laufen. Genau, die Kühe sind umgezogen. Gregor hat einen LKW mit Heu beladen. Jetzt fahren wir beide nach Gilsa, um da die Kühe das erste Mal an den neuen Melkstand zu gewöhnen. Und dann mache ich vermutlich noch ein paar Brötchenteige, weil morgen im Landcafé eine Frühstücksgruppe mit 30 Leuten bedient werden möchte. Der Neustart in Gilsa ist eine Notlösung. Einen Hof mit mehr Platz haben sie nicht gefunden. Wir suchen seit 5 Jahren Höfe, weil wir immer gesagt haben, ja, hier, das ist es nicht. Wie der Apfel eben, halt ein Apfel, der von der einen Seite total perfekt aussieht, der lächelt dich an, aber in Wirklichkeit ist es ein Pachthof. Man darf nicht das machen, was man gerne möchte. Und jetzt gehen wir dahin, wo wir halt, ja, uns wohlfühlen, wo es halt einfach die ganze Zeit uns hingezogen hat, wo nie alles perfekt war. Hier sind es die letzten Kühe im Ort. Also ich nehme heute die letzten Kühe im Ort mit. Und in Gilsa sind es wieder Kühe im Ort. Die Franziskas Vater Lothar freudig in Empfang nimmt. Die Kühe sind in 1989 aus dem Stall in Gilsa ausgezogen und am heutigen Tag kommen sie wieder zurück nach Gilsa. Ein besonderes Gefühl. Natürlich auch, weil seine Tochter wieder nach Hause kommt. Die freuen sich, dass die anderen jetzt auch endlich kommen. Hier wird auch draußen gemolken. In NRW waren die zwar Tag und Nacht auch auf der Wiese, aber wir hatten halt einen Stall, wo wir sie dann immer hingetrieben haben zum Melken. Genau, und jetzt kommt der Melkstand auf die Weide. Auch das wird hochspannend. Den mobilen Melkstand haben Franziska und Gregor bei eBay ersteigert für 5.000 €. Einen Kuhstall mit Melkstand gibt es hier nicht. Man kann auch daraus was machen. Die Kosten sind da halt auch das große Thema. Wir wollten nicht für 1 Million € einen Kuhstall auf die grüne Wiese stellen. Aber geht doch jetzt, oder nicht? Aber wir haben nicht genug Vakuum. Es reicht nicht. Nee. Ganz viel. Nein, das geht nicht. Ey. Komm, hau. Hopp. Bisschen einmal leer fressen, wenn wir das Was machen wir jetzt? Vielleicht lassen wir es einfach tatsächlich dabei, weil ich glaube nicht, dass die viel Milch haben. Nee. Oder wir machen halt die rundherum alles auf, lassen das so wie es jetzt ist und machen die Dinger halt voll mit Schrot, dass sie hier schon mal Schrot fressen können. Genau, dass sie einfach mal dran schnuppern können. Ich glaube, das hilft halt auch schon. Ja, wir haben ja keine Hochleistungstiere, die da stehen und irgendwie ihre 60 Liter loswerden wollen. Heute nur Stress. Ja. Vom höchstens morgen. Diese Einkommen, wir haben ja nicht viel gefressen heute. Ich habe auch nicht so viel gegessen heute.
Ja, wir haben einen ganzen Liter, glaube ich, für morgen. Nein, aber ich meine, wenn wir so einen Stress hätten wie die Kühe heute, ich glaube, ich hätte auch keinen Bock. Ich habe volles Verständnis für unsere Kühe. Franziska ist seit 15 Stunden auf den Beinen. Feierabend für heute. Bevor ihr Alltag wie jeden Morgen zwischen 4 und 6 Uhr weitergeht. Eine Woche später. Melken klappt mittlerweile und Franziska darf neben der Renovierung die Ernte nicht vergessen. Kartoffeln sind noch in der Erde und Soja muss noch gedroschen werden. Und mein Vater bekommt schon ein bisschen Herzrasen, weil wir sind ja wieder zu spät. Mein Vater hat den Spruch geprägt, im Frühjahr Weile bei der Arbeit in der Landwirtschaft und im Herbst Eile. Man kann nie wissen, was passiert. Stopp! Stopp! Lothar! Mal ein bisschen langsamer fahren. Ist aber sehr nass der Boden, wa? Das ist ganz toll. Es hat viel geregnet bis Ende Oktober. Eigentlich wären sie mit der Ernte längst durch. Und das müssen wir jetzt hier runter sortieren. Und dann wird es auch gleich besser. Da gibt es dann auch mehr Kartoffeln als Erde. Hoffe ich. Es wird aber auch nicht mehr trocken. Deshalb müssen wir jetzt irgendwie damit klarkommen. Für meine Eltern ist es ja gerade auch voll die Umgewöhnung, weil die einfach die letzten 10 Jahre, also im Prinzip seit mein Bruder und ich ausgezogen sind, hatten die halt einen Alltag zu zweit. Und jetzt kommen wir hier an mit Mitarbeitern und Kindern und Oma und Hund und ja, das ist was völlig anderes, ne? Das macht Spaß, wenn man alle zusammen eben da Kartoffeln lesen kann oder auch die Arbeit gemeinsam gestalten kann. Das ist eine ganz schöne Geschichte und die erinnert einen an die Kindheit, wo das auch so war. Ich bin der stolze Fahrer. Jetzt müssen die Kinder von der Schule abgeholt werden, danach gibt's Mittagessen. Rechts frei. Walking with my restless feet, empty seat. Jetzt abwürgen. Fancy deficiency, there's so much I need. Oskar, Frieda, wie war's in der Schule? Cool. Frieda und Oskar hatten heute ihren ersten Tag in der neuen Schule. Was gibt's denn Schönes? Kürbissuppe. Oh. Waren die nett zu euch? Ja. Haben wir nicht alles gezeigt? Ne. Habt ihr euch auch so unterhalten? Ja. Ich finde es super, dass die Kinder glücklich waren in der Schule heute. Alles andere muss sich halt einfinden. Ich denke mal, bis Weihnachten ruckelt sich das schon alles. 1, 2, 3. Ein gemütliches neues Zuhause sieht anders aus. Hier schlafen die Kinder, bis ihre eigenen Zimmer fertig renoviert sind. Das soll mal die Wohnküche werden, möglichst bis Weihnachten. Aber die Feldarbeit geht erst mal vor. Ja, wir müssen das Kraut wegmachen, damit sich das im Roder nicht verhält. Ich finde, das macht ziemlich viel Spaß. Und ja, ich will ja auch Bauer werden. Also. Ich finde es auch cool, dass es hier ein Café gibt. Und ich finde Franziska sehr lustig zwischendrin. Die melkt ja meistens Kühe und ist halt auch im Café. Und da dürfen wir halt auch oft helfen und selber bedienen noch. Und wir dürfen jeden Sonntag in eine Bio-Zische oder mehr. Also gestern habe ich eigentlich viel getrunken, obwohl wir eigentlich nur 2 dürfen. Jeden Sonntag gibt's im Landcafé Frühstück, frische Brötchen to go und mit Vorbestellung neuerdings auch Brot. Weil es keinen Bäcker mehr im Ort gibt, backt Franziska fürs Dorf mit dem eigenen Getreide. Es gibt heute Roggen-Dinkel-Saatenbrot, Roggen-Sauerteig pur, Dinkel-Vollkornbrot und Weizenbuttermilch. Genau. Sind deine Kunden hier auf dem Dorf so anspruchsvoll, oder? Ja, genau. Die sagen, sie wollen nur das. Nee, das sind die Brote, die ich selbst am liebsten esse und dementsprechend muss es die dann auch geben. Zwischen 500 und 800 Brötchen verkauft Franziska mittlerweile jeden Sonntag. Das Brotbacken war noch mal eine neue Herausforderung. Und dann gelingt mir so ein blödes Brot nicht. Da war der Frust natürlich schon zeitweise groß, aber ja, einfach weitermachen.
beschäftige mich jetzt seit einem Jahr mit Sauerteig. Das ist noch nicht so lang, wie ich gemerkt habe. Und ich habe gedacht, naja, das ist halt wie Backen mit Hefe. Wird schon klappen. Fängst einfach mal an. Und die ersten 4 Wochen waren eine absolute Qual. Und ich habe gedacht, ich kann nichts. Und dann sind mir auch irgendwie, ist mir zweimal der Sauerteig gestorben, bis dann Henrike, meine gute Abi-Freundin, die hier sonntags auch immer beim Brötchenverkauf hilft, mir dann ein Glas mitbrachte mit Siegfried dem Sauerteig, damit er jetzt bei mir auch endlich einen Namen hat und ich mich ordentlich um ihn kümmere. Und seitdem geht's besser. Jetzt läuft's. Und davon profitieren nicht nur die Leute im Ort. Franziska hat auch Unterstützer von weiter weg, aus der Großstadt. Das ist für eine meiner Genussrechtlerinnen. Die wohnt nämlich in Südhessen und hat nicht mal eben die Möglichkeit, hier eben sonntags vorbeizukommen. Und die bekommt ihre Zinsen dann jetzt per Post. Es gibt ja einige Leute, die bei uns Genussrechte gezeichnet haben. Das heißt, die uns im Endeffekt einen Kredit gegeben haben und der wird verzinst in Naturalien. Wurst für Geld. Du könntest ja auch einfach zur Bank gehen. Ja, aber bei der Bank, das ist immer so schwierig. Also da muss man halt immer alles Mögliche nachweisen und vorzeigen und dann wird man geratet. Und also ich glaube, wenn man irgendwo arbeiten geht und seinen Gehaltszettel hat, ist das alles relativ einfach, weil dann hat man keinen Betrieb an der Backe, wo halt auch mal was schief läuft. Ich muss meine Jahresabschlüsse vorweisen und da sagt keiner, ja Mensch, dass der jetzt nicht so gut ist, weil letztes Jahr war es ja sehr trocken, da musstet ihr so viel Futter zukaufen oder da hattet ihr es schwerer, weil die Kühe weniger Milch gegeben haben. Das interessiert keinen bei der Bank. Und deshalb ist das einfach, habe ich die Möglichkeit zur Bank zu gehen, eigentlich abgeschrieben. Stattdessen setzt Franziska auf die Unterstützung privater Geldgeber und die der Bioboden, einer Genossenschaft, die gemeinschaftlich Ackerland kauft, damit Landwirtinnen wie Franziska es pachten und ökologisch bewirtschaften können. Gute Böden sind knapp und teuer und Franziskas Familie hat in den letzten Jahren sogar einige davon verloren. Dann hat das alles gar keine Struktur. Für uns als Landwirte bedeutet das, dass 35 Hektar Fläche verloren gegangen sind für die Autobahn. Also da, wo so viele Fahrzeuge stehen, wenn man da noch durchguckt, die Fläche, auf der der Rewe steht, das war auch mal eine von unseren Flächen. Der Schlag, der da dunkelgrün ist, der gehört seit Mittwoch der Bioboden. Ackerland in Bürgerhand. Ein sinnvolles Investment für die Mitglieder. Auf dem Feldspaziergang wollen sie sich vor Ort anschauen, wen sie mit ihrem Geld unterstützen. Wir sind also jetzt noch keine 2 Wochen hier in Gilsa mit Sack und Pack angereist, haben die Kühe auf den LKW gepackt, die Schweine auf diverse Viehanhänger und haben sämtliche Gebäude zu Ställen umfunktioniert. So, das ist alles sehr improvisiert gerade. Ich finde das total beeindruckend, was sie macht mit ihrer Familie und mit wie viel Engagement und wie viel Kraft und wie viel Leidenschaft sie versucht, das anders zu machen. Und ganz schön ist auch wirklich die Tiere dann mal anders zu sehen. Es sind wirklich vor allem Menschen aus den Städten, die gesagt haben, wir wollen, dass die Landwirte unterstützt werden und dass wir etwas beitragen können zu dem, wo mein Essen herkommt. Es geht darum, Beziehungen herzustellen, ne? Eine Beziehung zu dem, wo kommt mein Essen her. Ich finde es schlüssig, dass man dann auch tatsächlich im Bioboden-Shop zum Beispiel die Produkte kaufen kann von den Landflächen. Dann kriegt man noch mehr Beziehung dazu, dass das halt wirklich auch konkret in landwirtschaftlichen Flächen investiert ist. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal rüber zum ehemaligen Gasthaus Kohl. Das ist gerade zu unserem Zuhause geworden, weil glücklicherweise die Bioboden das im letzten Jahr für uns gesichert hat. Die Genossenschaft hat das Haus gekauft, damit Franziska ihre Pläne für mehr Kultur im Dorf umsetzen kann. Kino, Yoga, Lesungen soll es im alten Tanzsaal geben. Irgendwann. Noch ist das Haus marode, das Dach undicht und nicht nur dafür kann Franziska das Geld von Genossenschaft und Genussrechtlern gut gebrauchen. Dass man einfach immer neue Projekte vorantreiben kann. Und da sind 500 € schon gut und wenn jemand 5.000 € zeichnet, das ist die maximale Zeichnungssumme pro Person, dann ist das natürlich schon mal ein Riesending. Ein Genussrechtler hat meinen Schafbock finanziert, ich habe den neuen Backofen angeschafft mit Genussrechten. Genau, und ab Ostern kann man dann auch die Ferienwohnung buchen und dann kann man seine Zinsen quasi auch in Übernachtungen einlösen. Dafür legen Gregor und Mitarbeiter Louis im Winter die Sandsteinwand im Bad frei. Also wir haben es halt mit allem Möglichen probiert, aber ein Messer kommt am besten bisher. Und
Die sind aus irgendeiner Erbschaft von Opa oder so und werden jetzt halt hier missbraucht. Aus Opa Kurz und Uroma Elses alten Zimmern sollen Ferienapartments werden. Oh, Chefin kommt. Na, wie läuft das hier? Sehr gut. Ja, dann kann ich ja wieder gehen, oder? Ja. Hast du auch ein Messer mitgebracht? Nee. So. Ja, und jetzt? Suchst du dir einen Zentimeter und dann ab in die Fuge. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, die Vorfahren. Nee, lass einmal schön so. Oh, Oma Else. Ja, die hat das bestimmt nicht gemauert. Sondern gibt es bestimmt auch eine Geschichte zu, wie dem Beton. Beton, bitte. Wie? Beton. 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 Ich lerne nämlich parallel Hessisch. Ja. Gib mir mal den Meißel. Wie heißt das auf Hessisch? De. De. Hier so, nein, eigentlich so. De. Und was sagt man dann? Nix, ne? Nix. Komm, sag noch ein paar Vokale. Schickt ist mein Lieblingswort. Schickt jetzt. Schickt. Ich lerne Hessisch, damit ich mich hier überhaupt verständigen kann. Weil wenn die da alle irgendwie was sagen, speziell am Tisch, kommen da manchmal so Dinge. Oh, oh, oh. Ich wollte hier mal mit Lothar reden. Super, dass alle hier sind. Also es gibt Konflikte auch, ne, weil jeder hat schlechte Laune manchmal. Es ist anders wie in Lündlingsen. Habt ihr jetzt eine Wohngemeinschaft, ne? Oder wie läuft das jetzt hier? Also, Na, man sieht ja, die Kühe sehe ich ja nicht mehr. Wieso? Ja, natürlich. Sie sind ja weit weg, sonst wann kamen die Kühe abends in den Stall, da sah man immer die Kühe. Also ich sehe sie nicht mehr. Und zu den Pferden muss ich auch irgendwo erstmal marschieren, damit ich sie überhaupt sehe. Du lebst jetzt im Dorf, ne? Ja, das ist anders. Langweilig wird es Gregors Mutter jedenfalls nicht. Frieda will Gassi gehen. Mit Flaschenlamm, Rakete. Gestern war ich mit meiner Freundin unterwegs mit dem Lamm. Dann haben wir so uns sehr kaputt gelacht. Wenn die ganzen Autos vorbeifahren, dann sagen immer alle Leute, also manche haben halt das Fenster offen, dann sagen die, guck mal, da ist ein Schaf. Entschuldigung, ich sagte, wir sind gekommen, um zu bleiben. Manche Nachbarn gucken allerdings nicht nur oder grüßen nett. Es gab auch schon Beschwerden wegen der neuen Tiere im Dorf. Der Kreisveterinär war da. Wer sich beschwert hat, weiß Franziska nicht. Das größte Problem finde ich eigentlich immer, wenn Menschen einen nicht direkt ansprechen und fragen, gibt es irgendwie gerade ein Problem oder das und das ist mir aufgefallen, sondern wenn das so hintenrum kommt. Also wenn mein Nachbar drüben eine Party feiert und es mir zu laut ist, dann gehe ich ja auch hin und klingel und sage, hey, kannst du die Musik vielleicht leiser drehen und ich rufe nicht gleich die Polizei an. Auch wegen der Schweine gab es schon Stress. Das Gebäude war zwar früher schon mal Schweinestall, aber Franziska und Gregor haben ein Außengehege angebaut, um ihre Tiere ökokonform zu halten. Die Gerüche haben wir im Griff, würde ich mal behaupten. Also es ist jetzt nicht so, dass es durch den ganzen Ort stinkt, weil wir füttern ja auch nur Heu. Ja, aber es ist natürlich schon, wir sprengen auch so ein bisschen den Rahmen damit. Ich kann denen jetzt nicht allen Maulkorb verpassen, sondern der Eber quiekt irgendwann mal sehr laut oder eine Kuh brüllt mal, weil sie ihr Kalb sucht. Das ist halt einfach so. Also Geräusche gehören halt zur Tierhaltung dazu. Aber das, was wir gut finden, muss ja nicht jeder gut finden. Das ist halt einfach so. So, nur weil ich irgendwie sage, ich will hier den ganzen Tag am Ort sein und hier arbeiten und hier was bewegen, gibt es bestimmt auch Leute, die sagen, ja, aber hier muss ja gar nichts bewegt werden, weil man kann hier gut wohnen, wir arbeiten irgendwo außerhalb, kommen abends nach Hause, wir wollen ja gar nicht, dass sich hier irgendwas bewegt, wir wollen nur unsere Ruhe haben. Nimmt dir das manchmal so ein bisschen Motivation? Ja klar, man sitzt dann da erstmal einen halben Tag und denkt sich, ja, warum arbeite ich eigentlich den ganzen Tag? Um dann halt noch irgendwie immer noch einen oben drauf zu kriegen. Aber es ist halt trotzdem unser Traum und deshalb machen wir immer weiter. Kein so. 3 Monate später, im Juni, ist die Stimmung besser. Auf geht's, komm. Die Kühe stehen mittlerweile Schlange, um von Franziska gemolken zu werden. Es ist halt so entspannt, die Kühe kommen an und gehen hier in den Melkstand. Dann kann man hier einfach eine Stunde verbringen, in der einfach klar ist, man ist jetzt beim Melken.
Und man kann nicht irgendwie dies noch machen und das noch machen und das noch machen, sondern man ist beim Melken, man kann halt nicht weg. Wir sind ja nicht immer direkt am Fahrradweg, aber wenn wir das sind, dann kommen schon auch manchmal welche einfach mit Kindern vorbei und gucken dann und zeigen irgendwie, Mensch, guck mal, das ist Melken. So funktioniert das. Morgen. Die Milchleistung hat sich seit dem Umzug halbiert. Weniger Weidefläche und die Dürre diesen Sommer sind deutlich spürbar. Das bedeutet Umsatzeinbußen. Es ist natürlich schon so, dass man daran arbeiten muss. Es sind halt einfach 2 Familien, die gerade auf diesem einen Hof hier angekommen sind und hier zusammen irgendwie davon leben müssen. Also, weil meine Eltern sind ja einfach auch noch da. Und da ist natürlich die Frage, wie das funktioniert. Wir haben uns ja jetzt auch vielfältig aufgestellt, aber es braucht halt einfach alles seine Zeit. Die Ferienwohnungen sind immer noch nicht fertig. Ausgaben statt Einnahmen. Das Geld wird langsam knapp. Gregor hat deshalb einen Nebenjob auf einem anderen Hof angenommen. Ich habe zwischendurch gearbeitet, weil wir halt einfach nicht genau wussten, okay, wie kommt man finanziell über die Runden, weil der Umzug war teuer. 50.000 € hat der gekostet. Wir stehen dann hier und improvisieren halt und dann ist es natürlich immer nicht finanziell so, dass man sagen will, oh, das ist sofort wirtschaftlich, aber wir sehen großes Potenzial daran, dass es wirtschaftlich werden kann. Das Weihnachtsgeld scheint gesichert. Franziska und Gregor haben 92 Gänse angeschafft. Wir hatten schon am Anfang so ein bisschen Bedenken. Wir gedacht, wie wird das denn wohl? Es ist immer erstmal was Neues und ungewohnt. Es ist weitaus unkritischer, als wir irgendwie gedacht haben. Also tatsächlich ist der Hahn lauter. Und der ist ja dann auch eher nachts aktiv. Das ist dann schon schlimmer. Wenn man vom Teufel spricht. Definitiv, ja. Was die Schweine angeht, da suchen Franziska und Gregor eine Lösung. Denn diese Nachbarn sind genervt von mehr Fliegen und Dreck. Ich glaube, um uns grundsätzlich abzuschotten, müssen wir mal über Mauer oder Halle nachdenken, die hier das so abschirmt, das Gelände. Landwirtschaft stört ja mittlerweile fast immer. Also egal, also in der Ernte ist der Mähdrescher zu langsam, der Trecker ist im Weg. Ich weiß nicht, es ist halt einfach eine hochspannende Frage, die wir auch immer wieder diskutieren, ob das noch zeitgemäß ist. Eigentlich kommen wir halt immer wieder zu dem Punkt, dass es total schade ist, dass dieses Stück Landkultur halt verloren gegangen ist. Dass man halt nicht mehr hier die Gänse auf der Wiese hat und die Hühner im Garten. Und das ist ja schade, dass es das nicht mehr so gibt. Weil es halt eigentlich Teil der dörflichen Identität ist. Und dann ist einfach ja immer die Frage, was ist denn Dorf eigentlich noch, wenn die letzte Obstwiese zum Bauplatz geworden ist? Und wenn der Hahn nicht mehr krähen darf und die Kuh nicht muhen? Die Kuh nicht muhen. Wir können uns halt nicht vorstellen, mit dem Aufsatzrasenmäher hier durch den Garten zu fahren und unseren englischen Rasen zu pflegen. Franziska will Gemüse anbauen. Ein neues Geschäftsfeld auf 2000 Quadratmetern am Ortseingang. Vielleicht kann sie damit noch Geld verdienen. Es ist ein bisschen Versuchsfeld. Wir haben dieses Jahr einfach gedacht, wir fangen jetzt mal damit an. Also zum einen haben wir ja unsere Genussrechtler, die immer scharf darauf sind, dass es noch mehr eigene Produkte gibt und dass der Versorgungsgrad bei uns einfach noch steigt. Also dass es nicht nur Fleisch, Milchprodukte und Eier gibt, sondern dass eben auch noch Gemüse mit dabei ist. Ja, und das ist uns natürlich auch wichtig. Also wir essen auch sehr gern irgendwie die eigenen Produkte. Gilsa-Nähe war schon immer wichtig. Man muss nur aufpassen, dass man nicht selber reinfällt. Die ersten Tomaten wachsen. Und davon wird Franziska diesen Sommer mehr brauchen als gedacht. Denn sie kriegt Besuch. Leuka ist Wandergesellin. Die reisende Tischlerin hilft Franziska in der Ferienwohnung. Ich habe das mal gesehen, dass die ein dickes Tau als Fußleiste verlegt hatten.
Ah, das finde ich auch witzig. Ja, ist doch super. Und die Fußleisten, so, das gleicht halt den ganzen Kram aus, den die Fußleisten gerade irgendwie nicht hinkriegen. Das ist nochmal ein Highlight. Das ist cool. Das ist ein Highlight. Willkommene Hilfe. Und davon kommt bald noch mehr. Die Mitglieder des Freien Begegnungsschachtes wollen ihr Jahrestreffen bei Franziska veranstalten. Mit großer Sommerbaustelle. Wir brauchen Schlafmöglichkeiten für bis zu 100 Leute. Wir brauchen irgendwie eine Möglichkeit, diese 100 Leute zu versorgen. Wir brauchen Leute, die Bock darauf haben, uns für ein paar Wochen hier zu haben. Und so ein paar Wochen Wandergesellen, das klingt immer auf den ersten Blick immer so cool, ganz viele Leute da. Aber es sind Wandergesellen, also wir sind letztendlich auch nur ein Haufen Handwerker. Und wir rauchen und wir saufen und wir haben Spaß und manchmal brüllen wir auch rum und wir können auch richtig was reißen, aber wir sind halt nun mal wir und da bringen wir halt auch ein paar Sachen mit denen muss man umgehen können. Und das ist immer so ein Punkt, wo wir halt auch schauen, geht das mit den Leuten oder wird das richtig schwierig? Und da hatten wir ein gutes Gefühl hier. Okay. Also es macht dir keine Angst? Na klar macht es mir Angst. Ich habe schlaflose Nächte deswegen. Heute ist ein wundervoller Tag, ich hab kein Problem, früh aufzustehen. Gestern sah ich Ende Juli ist es soweit. Die ersten reisenden Handwerkerinnen und Handwerker sind gekommen, um das undichte Gasthausdach zu reparieren. Wir haben gestern das Dach da vorne abgedeckt und sortieren aus, welche Ziegel wir wieder drauf machen und welche nicht. Die haben so kleine Stellen hier. Und die sind besser für einen Hühnerschuppen wie für ein Wohnhaus. Ja, deshalb bringen wir die jetzt runter. Ich bin ein absoluter Fan von Alpenzeug. Auch dass man es wiederverwendet, ist schön nachhaltig. Ist schon was Schönes. Traditionelle Handwerksarbeit, die für Franziska und Gregor kaum bezahlbar wäre, würde das eine Firma so machen. Hier läuft das anders. Der Deal mit den Wandergesellen ist halt so, dass die Bio-Bodengenossenschaft erstens das Material bezahlt, weil wir investieren ja im Prinzip in deren Gebäude und wir bezahlen das Essen und die Unterkunft für die Wandergesellen und die Wandergesellen arbeiten dafür halt im Prinzip 2 Wochen umsonst. Das ist natürlich finanziell erstmal eine Nummer, 40 Leute, 3 Wochen lang. Ja, guten Appetit, ne? Ja, guten Appetit. Wir haben aber extra Gemüse angebaut und davon schöpfen wir gerade massiv. Es gibt ja in der Küche einfach viel eigenes Gemüse. Wir werden vom Hof sehr gut versorgt. Auch die Wurst, das sind alles Tiere hier vom Hof. Brot wird hier gebacken, das volle Programm. Heute machen wir jede Menge Pizza, dass das auch reicht. 30 Bleche, allein heute. Man hat uns vorher gesagt, es sind halt 7.000 €, die auf euch zukommen. Ich würde sagen, es ist ein bisschen mehr, aber ja, wir kriegen halt viel mehr zurück, als dass es wirklich kostet. Einige Nachbarn kostet die Baustelle Nerven. Ja, es ist viel Bewegung. Aber ich finde es gut, dass so ein altes Haus aufrechterhalten wird. Die jungen Handwerker geben Gas. Bei der Arbeit, aber auch beim Feiern. Großes Wiedersehen, nachdem sie monatelang auf Wanderschaft waren. Da wird's schon mal spät und laut. Die Wanderburschen, die singen auch gern mal. Oder dann klingt das Klavier und die spielen zum Beispiel Mein kleiner grüner Kaktus, da stehen wir auf Balkon, holla, holla. Und das ziemlich laut, was man durchs ganze Dorf hört. Und dann muss die Polizei schon mal kommen und muss die Ruhestörung unterbinden. 8-mal war die Polizei schon da. Ja, ist halt so. Aber wenn es eben lauter wird, dann muss man eben mal einen Spruch machen. Aber ansonsten, ich war auch mal jung. Also nach hinten hier, da gibt es schon Nachbarn, die da nicht gerade begeistert sind, wenn sie um 2:30 aufstehen müssen. Und ja, aber wie gesagt, bei mir ist das, also wir hören hier relativ wenig auf der Seite. Schallt eher nach hinten. Ausnahmezustand in Gilsa. Zimmerer, Bäcker, Vorbeireisende. Es kommt Bewegung ins Dorf. Stuckateurin Elgin verschönert die Ferienwohnung. Langes Haar und feines Kleid? Naja. Metaller, Maßschneiderinnen und Zimmerleute feiern und arbeiten gemeinsam.
Es stößt ja etwas an und das ist vielleicht für Menschen auch sowas wie ein Kulturschock, der da eintritt, nachdem hier 30 Jahre nichts passiert ist. Das Einzige, was passiert ist, dass vielleicht mal eine Dachpfanne runtergefallen ist. Wenn hier plötzlich wieder Menschen sind und die Menschen sich so verhalten, wie Menschen sich so verhalten, nämlich dass sie sich miteinander unterhalten. Junge Menschen. Junge Menschen und die tanzen auch manchmal. Zur Not auch nackt auf. Auch nackt, genau. Ja. Die fangen nicht jeden Morgen um 7 Uhr an, aber um 7 waren auch welche da. Einatmen, aus. Schlangenhände, Tigertatzen. Frühsport im Garten, bevor es gleich aufs Dach geht. Wir haben ja hier unseren Kung-Fu-Meister zur Seite. Ein schönes Angebot, das immer mal von mehr oder von weniger Leuten angenommen wird, je nachdem, wie gut sie aus dem Bett kommen. Genau, wir sind hier immer zwischen 3 und 10 Leuten. Das ist ein schöner Start in die Baustelle. Uli von Teubern ist Kung-Fu-Trainer und Chef eines Zimmereibetriebs in der Gegend. Ich bin alter Knochen, ich bin alter Krauter als Zimmermeister und Restaurator im Handwerk. Und gehe jeden Sonntag hier einen Kaffee trinken bei Franziska und Gregor und treffe mich da mit Freunden. Und da tippelte gerade Adrian vorbei und der war praktisch so, der hat so ausgepirscht, wo das nächste Jahrestreffen stattfindet. Und dann sind wir halt ins Gespräch gekommen und dann, dadurch kam die Verbindung. Ich bin halt nicht auf die Walz gegangen. Das war aber immer mein Herzenswunsch. Aber ich habe halt meine Frau zu früh kennen und lieben gelernt und war dadurch gebunden und kam nicht mehr auf die Walz. Und jetzt tummle ich mich in einem Haufen junger Leute und das öffnet mir das Herz. Das ist gut. Das ist die Zukunft vom Handwerk, ganz klar. Ja, so, super. Uli hat das Baugerüst aufgestellt und gibt seine Erfahrung weiter. Und nach 3 Wochen ist das neue Dach fertig. Ich muss auf jeden Fall nicht mehr darüber nachdenken, welche Schüssel ich bei welchem Regenschauer an welche Stelle des Dachs stelle. Wir haben jetzt das größte Insektenhotel von ganz Gilsa. Insektenhotel? Ja, es ist ja mit Strohdoggen. Es ist ja unter jeder Pfanne guckt ja Stroh raus und andere machen halt Stroh in so Kästen. Wir haben es halt auf dem Dach. Gucken, ob das funktioniert, sehen wir nächstes Jahr. Also gibt es demnächst in Gilsa Honig. Wildbienenhonig, dann schütteln wir das Dach aus und wir den Honig kommen. Pünktlich zum bevorstehenden Hoffest wird auch die Beiz fertig. Der Beiz ist natürlich die Kneipe bei uns. Das vergisst man immer dazu zu sagen. Wir haben viele eigene Wörter und darunter auch die Beiz. Und eine Beiz ist generell eine Kneipe. Die Theke neben dem Schweinestall. Die Theke teilweise aus dem Schweinestall. Also der untere Teil hier ist einfach Schweinestall in Hündringsen. Das stand jetzt die ganze Zeit hier im Sommer rum und jetzt wird es eine Theke. Meine Kinder haben sich immer ein Baumhaus gewünscht. Jetzt kriegen sie eine Baumtheke. Passt vielleicht auch, die werden ja älter. Die Kinder haben sich gut eingelebt. Frieda hat Freunde gefunden. Meine Sitznachbarin ist auch nett. Und die sozusagen, da ist so ein Gang und dann auf der anderen Seite des Ganges sitzt auch noch ein Mädchen, was ich nett finde. Eher gesagt 2. Die Wohnküche ist noch nicht fertig. Frühstück in der Übergangslösung. Ja. Die Küche, die ist winzig, aber gemütlich. Aber definitiv zu klein. Wir sind ja nicht nur 3 Leute am Tisch, sondern eben eher so um die 10 oder auch mehr. Neben Kindern und so gibt es ja auch noch Mitarbeiter und dann braucht man da schon eine etwas größere Tafel. Die große Küche nimmt langsam Formen an. 1 Jahr später als geplant. Wir sind auf jeden Fall näher dran, aber es ist irgendwie bei allen Baustellen so, dass man immer denkt, so jetzt sind wir kurz vorm Schluss und dann kommt noch irgendwas, was dann wieder heißt, es dauert noch mal irgendwie 4 Wochen länger. Und natürlich ist irgendwie die Traumvorstellung, hier an Weihnachten in der Küche zu sitzen mit diesem Ofen. So wie letztes Jahr, ne? Wir sagen einfach nicht, welches Jahr Weihnachten. Ne? Dann kann man da abwaschen, hier kochen. Das ist doch gut. Ja? Ja, es wird schön. Nur die Lampen dürfen nicht so tief hängen. Ich finde, die passen ausgezeichnet. Naja.
Herzlich willkommen im Paradies. Die Ferienwohnung ist fast fertig und kann bald vermietet werden. Zeit, um mit allen Helfern ein Hoffest zu feiern. Es gibt ganzen Ochsen am Spieß. Mit Drahtesel. Das war eigentlich eher eine Schnapsidee tatsächlich. Wir saßen da zusammen und der Gregor, der hat das wohl mal angeschnackt, dass er es cool finden würde, wenn der Ochse auf dem Spieß ist. Und ich habe dann gesagt, ja, kann man vielleicht machen. War nicht so ganz einfach auf jeden Fall, wie wir uns das vorgestellt haben. Ja, da wurde jetzt die ganze Nacht drüber getreten. 16 Stunden Schichtradeln für Ochsendöner im selbstgebackenen Fladenbrot. Das hier ist jetzt Franziska kümmert sich um den Kuchen. 70 Bleche haben sie gebacken. Das Backhaus im Ort wurde angeheizt und hier unser Steinbackofen. Jetzt müssen nur noch genügend Leute kommen, damit der Kuchen auf alle wird. Hallo, ihr seid ja auch schon wieder da. Wie schön. Wir hatten die ganze Zeit Angst, dass niemand kommt. Eine Woche lang. Ja. Aber es scheint doch Menschen zu kommen. Das ist schön. So wie alles. Alles verrückt. Ich finde das phänomenal. Überhaupt die ganzen jungen Leute, die es gibt, die sich hier zusammentreffen, hätte ich nie gedacht. Und vor allen Dingen ist das Alte wieder zurechtgemacht wird, ne? Dass alles erhalten bleibt und wieder aufgebaut wird. Ich überlege, wie früher da im Saal, da haben wir das Tanzen gelernt. Ja. Ja. Ganz klar ist, dass jetzt in den 4 Wochen natürlich nicht alle Baustellen fertig geworden sind. Aber ganz klar ist auch geworden, dass es neben uns halt einfach viele Leute in unserem Umkreis gibt, die wollen, dass das Leben hierher zurückkehrt. Also das Erste ist, dass am Samstagabend, als ja die Abschlussparty im Endeffekt war, einfach extrem viele Menschen sich hier unter unserem Hofbaum versammelt haben und mit uns und mit den Wandergesellen an der Beiz saßen und Bier getrunken haben. Das war total schön. Und da sind auch noch mal viele dazugekommen, die vorher vielleicht nicht so einen Kontakt zu uns oder den Wandergesellen hatten und haben gesagt, ach Mensch, das habt ihr hier alles gemacht. Mensch, das ist ja großartig. Das habe ich vorher überhaupt nicht so wahrgenommen. Und ich dachte, ihr seid nur hier und feiert und trinkt Bier, aber ihr habt ja auch voll was geschafft. Und dann gibt es andere, die das halt einfach bis zum letzten Moment nicht geschafft haben, diese Stufe zu überschreiten, zu sagen, okay, vielleicht gucke ich mir das doch mal an und vielleicht spreche ich doch mal mit dem einen oder anderen persönlich und kann meine Vorurteile auch überwinden und gucken, ob das nicht doch anders ist, als ich mir das so denke. Ich bin halt hierher gekommen und habe mich auch zeitweise echt ganz schön eingeengt gefühlt. Jetzt ist es so, dass ich das Gefühl habe, wir haben uns den Raum geschaffen, den wir brauchten, damit wir uns nicht eingeengt fühlen. Es ist halt tatsächlich so, dass unten im Tal bedrängt einen manchmal alles so. Und wenn man dann hier nur die paar 100 Meter hoch auf den Hügel fährt, ist die Luft schon wieder irgendwie ganz anders. Und das ist gut. Für Urlaub haben die beiden keine Zeit. Aber ein kleiner Ausflug im alten Volvo, der muss sein. Es gibt hier ein Fernsicht. Ja. Kann man über allen Dingen sein. Ja, es wird Menschen geben, die jetzt gemerkt haben, okay, die sind jetzt tatsächlich hier, die bleiben auch hier, die gehen nicht so schnell wieder weg und die machen hier Landwirtschaft und sind halt einfach da. Und andere wird es geben, die denken sich jetzt, oh Gott, die sind tatsächlich da. Und die werden wir auch nicht mehr los. Ich finde es sehr schön. Gut, ne? Then I dream about being Robinson Crusoe.